Wir haben jetzt unsere allererste Reise mit unserem nagelneuen Wohnwagen gemacht. Und ihr glaubt nicht, auf was für Probleme wir direkt gestoßen sind. Ich hätte fast den Mover geschrottet. Wir haben hier rumprobiert, ob hier irgendein Kabellacker ist. What? Nein, du drückst jetzt nicht. Du drückst jetzt nicht. Was gibst du mir dafür, dass ich nicht drücke? Nein, du drückst jetzt nicht. Hör auf zu drücken. Es ist peinlich. Okay, ich drück's nie. Doch. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Wir haben den Mover ausprobiert. Es hat ewig gedauert, ehe wir den Knopf für den Mover gefunden haben. Innen drin versteckt ist der Einschalter. Boah, wir sind bestimmt ungelogen eine halbe Stunde rumgedüst und haben irgendwie versucht, diesen Mover zum Laufen zu kriegen. Nachdem wir das dann endlich geschafft hatten, haben wir den Mover natürlich richtig an das Rad dran gemacht. Und die Handbremse war angezogen. Ich hätte fast den Mover geschrottet. Direkt beim ersten Einparken. Das zweite war die Maria, die hat so eine coole Waage besorgt. Und da habe ich versucht, den Wohnwagen auszurichten. Das Problem ist, wir haben halt Wegfahrkeile und keine Ausrichtkeile. Wenn man sich das mal anguckt, das sind halt die Dinger hier. Die bringen dir aber nichts. Also habe ich hier ein bisschen ein Loch gebuddelt, habe das rumgedreht und habe das als Auffahrkeil benutzt. Jetzt steht der Wohnwagen trotzdem komplett schief da. Wir sind dann rumgefahren von Baumarkt zu Baumarkt, um irgendwie noch Ausrichtkeile zu finden. Wir haben nichts gefunden. Also der erste Urlaub verlief schon mal etwas schief. Man muss dazu sagen, wir hatten nur 3 Tage Zeit, den kompletten Wohnwagen flott zu kriegen, weil dieses Wochenende jetzt über Ostern wegzufahren, war eine spontane Idee. Da sind wir auch hier dem Zeltplatz wirklich verbunden, dass der uns kurzfristig hier noch mal schnell einen Platz zur Verfügung gestellt hat. Innen drin ging es dann direkt weiter. Wir mussten die erste Nacht komplett ohne Heizung auskommen. Obwohl es draußen echt nur 3-4 Grad waren. Gefroren haben wir hier Gott sei Dank nie, weil der Wohnwagen eine relativ gute Isolierung hat. Aber unser altes System funktionierte nie. Denn hier im Schrank, das habe ich nach mehreren Recherchen rausgefunden, haben wir hier dieses alte System, wo man auch den Füllstand sehen kann, der korrekt ist. Und hier drin haben wir eine Umweltpumpe. Und ich habe die Vermutung gehabt, weil die absolut nicht gelaufen ist. Das alte System hat gezeigt, ja, alles tipptopp geht. Die Umweltpumpe hat Strom, aber sie lief nie. Nach Stunden Recherchearbeit habe ich dann irgendwie einen englischen YouTube-Kanal gefunden und der hat mich auf Folgendes aufmerksam gemacht. Wenn ihr hier in dem alten System seid, auf Menü geht, Einstellung und dann gibt es Installed Accessories. Und da kann man optional die Umweltpumpe, die da hinten im alten System ist, an- und ausschalten. Wenn man es weiß, weiß man es. Wenn man es nie weiß, dann friert man halt nachts. Und es funktionierte nicht nur die alte Heizung nicht, sondern es funktionierte auch die Fußbodenheizung nicht. Wir haben zwar eine elektrische Fußbodenheizung, allerdings ist die trotzdem mit dem Heizungsmittel verknüpft. Und wir haben hier eigentlich eine Bluetooth-Anlage drin. Original von Adria, der Mediencontroller. Hier unten geht er an. Ja, er geht er nicht an. Man kann hier machen, was man will. Wir haben hier rumprobiert, ob hier irgendein Kabellacker ist. What? Leute, er ging gerade zum allerersten Mal. Okay, wir haben jetzt eine ganze Weile gebraucht. Urlaub ohne Bluetooth-Anlage. Stopp. Wir haben genau dieselben Sachen getippt wie gerade eben. Und jetzt geht das? Ich sag euch, hier war ein Wackler dran. Egal, er scheint zu gehen. Ich flipp aus. Und das nächste ist, die Maria, die hatte immer Angst beim Kochen, wo wir zum allerersten Mal den Gasherd angemacht haben. Und deswegen haben wir hier einen CO2-Warner mit Magnet hier oben dran befestigt. Und ich dachte mir, okay, ich probiere das einfach mal aus, ob das Ding überhaupt geladen ist, ob da Batterien drin sind und habe einfach mal diesen Knopf gedrückt. Nicht drücken, bitte nicht drücken. Und Nicht drücken, nein, du drückst jetzt nicht. Du drückst jetzt was nicht. gibst du mir dafür, dass ich nicht drücke? Nein, du drückst jetzt nicht. Hör auf zu drücken, es ist peinlich. Okay, ich drück's nie. Doch, ich drück's. Ihr müsst euch dieses Geräusch vorstellen. Aber wesentlich länger. Und beim vollen Wesentlich länger. Campingplatz. Was habe ich natürlich gemacht? Das war abends, 20 Uhr. Du rennst. In meiner Reaktion habe ich die Tür aufgestoßen und bin raus auf den Zeltplatz damit gerannt. Du wolltest auf Toilette rennen. Ja, und alle Leute guckten mich an, als hätte ich eine Bombe in der Hand.
Irgendwann hat es aber aufgehört zu piepen. Also, Nee, du bist dann wieder rein in ja. den Wohnwagen rein. Also check, der CO2-Warner funktioniert. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben mit jeder Menge Anfängerprobleme zu kämpfen gehabt. Und wir haben ja noch nimmer ein Vorzelt. Aber das kommt bald und ich bin echt gespannt, was uns dann passiert. Und wir können es nicht fassen. Wir haben jetzt genau diesen Wohnwagen gefunden, den ich von Anfang an, seitdem Wohnwagen bei uns im Mund war, wollte. Und wir sind dankbar, dass wir diesen anderen unterschriebenen Wohnwagen nicht bekommen haben, weil sonst hätten wir dieses Angebot nicht gefunden. Das erste Mal Sonne, oder? Jetzt können wir die Stühle und den Tisch rausholen. Auf jeden Fall. Vorzelt haben wir ja noch nie. Die Schlösser habe ich jetzt auch noch mal eingesprayt. Der alte Campingtisch, ne? Ja, das ist alles noch altes Equipment hier. Ich mache das bestimmt irgendwie falsch. Dann lass mich das mal machen. Also was mich an den Tischen immer genervt hat, ist, dass der so blendet. Aber da kommt auf jeden Fall einer mit Holzoptik noch mit hin. Aber wenn du hier guckst, so wie das blendet im Gesicht, ist unglaublich. Wenn du jetzt nie unbedingt ein Vorzelt hast. Ja, mal so ein Traum von mir, also für ein paar Tage einfach so ein Boot zu mieten. Mit einer Schiffskajüte. Herrlich. Und dann einfach von See zu See schippern und es gut gehen lassen, mitten auf dem Wasser. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal was essen. Also ich hätte nie gedacht, dass auf dem Campingplatz überhaupt ein Restaurant ist. Aber ein kleineres, was jetzt übernommen wurde, erst dieses Jahr von den neuen Besitzern. Mal schauen. Seitdem wir uns kennen, gibt es jedes Mal Streitigkeiten, weil ich gerne Champignon mit Schnitzel und Pommes essen möchte. Und er hat sich jetzt, der Werte hat sich eingebildet, dass er jetzt auch das immer gerne essen möchte. Ich habe das schon immer als Dauercamper früher schon Ja, gegessen. ich auch. Ich war immer der Schnitzelman. Ja, ich Der Schnitzelman Schnitzelfrau. vom Campingplatz. war Ich Schnitzelfrau, nie auf dem Campingplatz, aber überall anders. Also jedes Restaurant, wo wir reingehen, verbietet sie mir das Schnitzel mit Rahmchampignon. Weil ich gerne, es ist doch blöd, wenn wir alle dasselbe essen. Ich möchte gerne rotierend von allen probieren. Und deswegen nehmt doch was anderes. Nein! Ich esse das Schnitzel. Ich esse auch das Schnitzel mit Rahmchampignon. Essen wir beide das Schnitzel. Dann kann ich aber nicht von dir probieren. Das ist korrekt. Gut, okay, dann nehmen wir beide das Rahmchampignon mit Schnitzel und Pommes. So, wie machen wir das jetzt mit dem Essen? So, Schatz, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt gemeinsam das Champignon mit Rahm. Nee, das Champignon mit Rahm. Das ist so ein typischer Marco-Spruch, oder? Sag, red es mal weiter. Das Champignon mit Rahmschnitzel. Das Schnitzel mit Wir teilen uns. Champignon-Rahm. Nein, das Champignon mit Rahmschnitzel. Mama, wir teilen uns das. Echt, sehr toll. Ich liebe Pommes über alles. Pommes ist mein absolutes Essen und das bevorzuge ich lieber als Eis. Und diese Pommes sind der absolute Hammer. Ich habe lange nicht mehr solche geilen Pommes gegessen. Der Oberhammer. Richtig gewürzt, nicht zu wenig, nicht zu viel. Kross und weich innen drin. Das kriege ich zu Hause noch nicht immer so hin. Also mega geil. Das Schnitzel. Frische Champignon, keine aus der Dose, ganz wichtig. Und der Schnitzel ist mega lecker. Ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier durchspreche, aber das ist alles I.O. Und hier am Teublitzer See hat nämlich die Campingsaga meiner Familie angefangen. Meine Oma und mein Opa, die haben an dem Campingplatz da drüben hinter der Insel, haben die das allererste Mal in ihrem Leben gecampt. Und
Das ist der Grund, warum ich jetzt auch hier stehe. So, und die Maria, die wechselt jetzt die Chemietoilette zum allerersten Mal. Die haben absolut keine Ahnung, wie das geht. Ist das jetzt eigentlich auf? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe mir vor allem vorher noch kein Video angeschaut dazu. Muss man vielleicht drinnen irgendwas drücken in der Toilette? Ich kriege noch nicht mal das Ding auf. Normalerweise ist es auch so, wenn man das rauszieht, dass das dann... Wenn jetzt alles entgegenkommt, das wäre so cool. Ach, das schließt sich automatisch. Ist es schwer? Was ist das hier? Drück's lieber nie. Na, ich kann es doch eigentlich rausziehen, wie so ein Koffer, hast du doch gesagt. Kannst du mal versuchen, das rauszuziehen? Weil Du musst das mal annehmen. Ah, ich habe es nach unten ziehen, okay. Also es fühlt sich schon elegant an, dass man den hinterherziehen kann. Sieht doch sehr elegant aus. Du, ganz ehrlich, dafür, dass ich ja ein Baby habe und einfach im Wohnwagen auf Toilette gehen kann, mache ich das ultra gerne, solange ich das noch bin. Stell dir mal vor, ich stehe am Zebrastreifen auf so ein Ding und warte auf der Straße, bis alle rechts, links, wir können rüber. Oh, das stinkt schon. Aber ich bin nie so empfindlich mit so einem Geruch, muss ich echt sagen. Naja, da ist ja auch noch Chemiemittel drin gewesen. Also ich muss echt sagen, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Na gut, wir haben jetzt auch nur... Also, Leute, ihr müsst den grünen Knopf drücken. Ich muss mal kurz bei dir abspielen. Aber jetzt habe ich wirklich alles schmutzig gemacht hier. Also das ist schon eine... Nee. Das ist schon eine komische Mechanik hier. Das ist auch nicht reingedrückt. Jetzt. Gut, geht alles. Ich würde auch ein bisschen Wasser drinnen lassen. Okay. Also ich fand es gar nicht so schwer. Also klar, ich habe einiges. Ich habe mich vorher nicht informiert, wie das geht. Und Gott sei Dank hat der andere Camper gesagt, wir müssen auf den grünen Knopf drücken. Und jetzt könnt ihr da draußen alle in die Kommentare schreiben, was ihr alles falsch gemacht habt. Ihr könnt aber auch natürlich uns loben, wie toll wir das gemacht haben fürs erste Mal, ohne dass wir eine Anleitung dazu hatten. Wäre super cool. So, jetzt ratet mal, wo wir hingehen. Zu TK Maxx. Wo eine Sitzgelegenheit hoffentlich auf mich wartet. Wir haben die Sitzgelegenheit gefunden. People's-Packs, das ist einfach. Ja. Spannend. Oh weia. Ich hab so eine Ahnung. Wir zwei, diese Dinger, in 30 Jahren. Fahren wir damit rum und machen den Zeltplatz unsicher. Unsere große Tochter lässt sich jetzt massieren. Den Preis kann man selber bestimmen, zwischen 10 und 15 Minuten, Oberkörper und Halspartie. Mega geil. So was muss es mal bei uns im Einkaufszentrum geben. Ich muss sagen, hier gibt es echt so viele Serviceleistungen, die echt Spaß machen zum Shoppen gehen.
Oh Gott, wie ist das hier drauf steht? 22 cm Goyo and Geto Plush Toys. Kennst du das? Oh Gott, ich rechne mit den Schlimmsten. Das ist bestimmt so ein hässliches Kuscheltier, was ich nicht gebrauchen kann. Oh mein Gott. Oh. Ist es jugendfrei? Ja, so. Da, 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 da. Was ist denn das? Ich weiß es. Ein Mensch. Oh mein Gott, ist das hässlich. Also es war eine Erfahrung wert. Wir haben jetzt 2 Geschenke dort rausgeholt und zweimal war es Müll. Also, Aber du würdest es ein drittes Mal tun. ich würde es ein drittes Mal tun, weil das ist wie mit dem Glücksspiel. Jeder freut sich über Überraschungen. So, dann, damit die Maria immer schön was zum Spülen hat. Hey, du spürst doch aber gar nicht im Wohnwagen, sondern am Waschstation. ja die Spüle in der Toilette. Haha. So, frische Eier gibt es ja leider nicht, aber die haben gesagt, vorne in der Gastronomie kann man sich frische Brötchen holen. Theoretisch aber nur nach Bestellung. Schauen wir mal, ob er eventuell noch 1, 2 übrig hat für mich. Haben wir ein Glück, wir bekommen tatsächlich noch 5 Brötchen. Schatzi, dein Kaffee. Und da Richtig drauf heiß. bitte. Und hier haben wir schon das nächste Problem. Das Fenster geht nicht zu, weil das Scharnier irgendwie blockiert. Man kann es einfach nicht mehr schließen. Und jetzt haben wir auf YouTube geguckt, wo sonst. Und da wurde mir WD-40 empfohlen. Das tue ich jetzt einfach mal ans Scharnier sprühen und schauen, ob es da besser wird. Nein! Aber wie fluffig! Das ist der Tino, ein Abonnent von uns, der uns zufällig hier auf dem Zeltplatz gefunden hat. Wir hatten gestern einen wunderschönen Abend, haben mega gut gequatscht. Und jetzt ist es leider so gekommen, Tag der Abreise. Es war auch schön mit dir. Wir sehen uns definitiv wieder auf dem Campingplatz. Ja, der Tino wird nämlich nochmal Vater. Und zwar in 14 Tagen. Und geht vorher halt nochmal direkt campen. Ja, mit einem nagelneuen Wohnmobil. Mit einem nagelneuen Wohnmobil, genau. Da muss man aber wirklich an die Frau appellieren, dass du so eine tolle Frau hast, die das mitmacht. Ich weiß, was ich schon habe. Wir haben hier eine Schlüsselablage uns überlegt. Und zwar legen wir die Schlüssel immer hier hin. Und was ist mir natürlich passiert? Ich habe es nie richtig hingelegt. Es ist runtergefallen und es ist genau hier zwischen diesen Schlitz. Ja, Jetzt muss ich das hier mal aufbauen. Mal gucken, ob ich hier irgendwie rankomme. aber du brauchst das dann auch wieder zurück, ne? Ja, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ist alles dran, ja. Ich hoffe. Ta-ta-ta. Du baust das alles zurück. Da Eier meinst du, hat er versteckt? Ja, Hä? Warum Osterhase? Na, die Spuren vom Osterhasen müssen wir jetzt erkunden. Ach so. Ja. So ein bisschen Streifen. Das ist eine Spur vom Osterhasen? Ja. Ich glaube dann. Oh. Papa. Mundpflaster. Das ist Theodora. Geht mal weiter. Erleichtert der Nasenatmung, Reduktion des Schnarchens.
Ich schnarch doch nie. Eierlikör. Weiß der Osterhase nie, das ist Stille? Du ballerst dir trotzdem mal Eierlikör rein. Aber nie, wenn ich stille. Und Marzipan ist doch auch was für ein Papa. Das ist ja komisch, dass der Osterhase in das Geschenk von der Mama die ganzen tollen Sachen für den Papa reingeladen hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ist egal, ob Ostern oder Weihnachten, es ist immer dasselbe. Ich krieg irgendwie nur das, was der Papa sich gewünscht hat. Nein, wirklich? Was ist denn da drin? Weiß ich selber nicht. Das ist ja egal, aber es ist groß und cool. Oh mein Gott, das sind meine. Das sind meine. So, wir haben jetzt das erste Campingwochenende mit Wohnwagen überstanden. Was sagst du? Ich bin begeistert eigentlich. Ja, also es ist ein krasser Unterschied. Zum Zelt, es ist wirklich vom Komfort her ein sehr großer Unterschied. Und ich muss auch sagen, viele haben ja gesagt, dass die nicht drinnen kochen und nicht auf Toilette gehen. Wir hatten jetzt aber keine andere Möglichkeit drinnen zu kochen. Und es hat, fand ich, hat nicht gerochen. Wahrscheinlich liegt es auch an der Dunstabzugshaube, die wir drin haben. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt noch ein Vorzelt kaufen. Hier muss unbedingt ein Zelt dran. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht einen Tipp habt. Vielleicht einmal einen Tipp abseits von der typischen Isabella-Norm. Vielleicht gibt es ja noch Zelte, die vergleichbar sind mit Isabella und vielleicht ein bisschen günstiger, die man sich als bei mir auch leisten kann. Genau. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da vielleicht irgendeinen Tipp habt. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, die Glocke läutet. Wir sagen, Hauptsache weg.